Hallo meine Lieben, heute das Thema Blockschrift. Ich werde euch zeigen, wie ihr das wunderbar mit dem Handlettering verbinden könnt oder mit dem Brushlettering. Und dann werde ich euch zeigen, wie ihr verschiedene Arten von Blockschriften einsetzen oder erstellen könnt. Und mehr dazu gleich nach dem Intro. Für diejenigen, die eher per Zufall hier reingerutscht sind, guckt euch am besten das Intro-Video an zum Handlettering. Und für alle anderen, lasst uns loslegen. Die Blockschrift verwendet man ja so ein bisschen dafür, dass man ein Spiel ins Ganze reinbringt. Dass ich nicht ein ganzes Bild nur mit dem Brushlettering mache, sondern das so ein bisschen kombiniere. Da könnt ihr einerseits was machen, wo ihr zum Beispiel ein paar Buchstaben in eben diesem Brushlettering macht und dann dadurch, dass ihr ein Wort davon in Blockschrift schreibt, kriegt es ein ganz anderes Bild, als wenn jetzt das alles komplett mit Brushlettering gemacht wäre. Das ist dann ein anderes Beispiel, wo ich nur dieses Suite quasi im Brushlettering gemacht habe und die anderen beiden in Blockschrift mit diesen Serifs. Und da kann man effektiv spielen. Bei den Basics von der Blockschrift ist quasi das Alphabet komplett simpel geschrieben. Man stellt sich so ein bisschen wie ein Viereck um all diese Buchstaben vor und versucht dann eigentlich quasi in diesem Viereck drinne zu bleiben. Das heißt, ich schreibe diese Buchstaben ganz einfach eben auch mit so einem Fineliner und versuche da möglichst gleichmäßig zu bleiben. Und das Ganze muss auch nicht aussehen wie aus dem Ei gepellt, sondern es muss eine gewisse Gleichmäßigkeit haben, aber es ist ja halt eben auch Handlettering. Und dann könnt ihr mit dieser Blockschrift quasi so spielen, dass ihr sie zum Beispiel länger macht und dann die Verbindungsstriche, wenn man sich das Raster anguckt, hier auf dieser oberen Linie behaltet. Machen wir das mal durch. Ihr habt gesehen, ich bin beim A oder auch der P und der R zum Beispiel, bin ich in diesem oberen Bereich geblieben. Auch den W habe ich hier hochgezogen, Y auch hier oben gekreuzt, M und N auch hier oben gekreuzt. Das Einzige, wo ich es nicht gemacht habe, war beim G, weil das hätte ein bisschen komisch ausgesehen da oben. Aber ihr seht vom Unterschied her, das hat schon ein ganz anderes Bild. Wenn wir jetzt das Ganze noch ein bisschen ändern und die ganzen Buchstaben nicht hier oben auf der Linie verbinden, sondern auf der unteren Linie, sieht es auch nochmal anders aus. Wenn jetzt die beiden miteinander vergleicht, die sehen auch wieder anders aus. Zum Beispiel der P. Der P hier beim oberen Beispiel im oberen Drittel, hier habe ich ihn runtergezogen bis ins untere Drittel. Und so könnt ihr mit einer ganz normalen Blockschrift spielen. Jetzt kommen wir noch zu den Serifs. Hier habe ich ein Beispiel gemacht, wo ich mit dem Pinselstift geschrieben habe. Auch so kann man Blockschrift machen. Also ihr könnt hier auch variieren zwischen Fineliner und einem Brushpen. Ich zeige euch mal, wie das geht. Auch von wegen dünn hoch und dann dick runter. Verbindungsstriche schmal.
So würde eine Blockschrift mit dem quasi Pinselstift aussehen. Auch hier wieder ein komplett anderes Schriftbild. Jetzt machen wir das Ganze nochmal, aber diesmal mit den Serifs. Und die Serifs, das sind diese kleinen Strichen, die man hinzufügt. Da fangt ihr eigentlich ganz normal an wie oben. Das heißt, ihr macht diesen A mit dem Verbindungsstrich und dann fangt ihr an, dem Füßchen zu geben. Ne? Hier unten zum Beispiel B auch ganz normal runter, die Bögen, dann kriegt ihr hier oben noch so einen Strich. Dadurch, dass wir jetzt diese Serifs, nämlich diese Füßchen und Striche hier hinzugefügt haben, hat auch das wieder ein anderes Bild als das, was oben ist. Also hier könnt ihr wirklich wunderbar spielen. Das heißt, mit der Breite des Buchstabens, mit der Höhe des Buchstabens, ob ihr einen Fineliner verwendet, ob ihr den Pinselstift verwendet, ob ihr ohne Serifs macht oder mit Serifs. Und das war auch schon alles, was ich euch heute zeigen wollte. Einfach hier so ein paar Variationen, wie ihr Blockschrift auch wunderbar fürs Handlettering einsetzen könnt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr habt viele Ideen, wie ihr eure ganz eigene Blockschrift erstellen könnt. Und morgen geht es dann weiter mit den Verschnörkelungen, Verzierungen, mit dem Bouncing, mit den Konnektoren und auch noch mit Verzierungen. Für diejenigen, die meinen Kanal bis jetzt noch nicht abonniert haben, tut es doch bitte, weil das hilft mir tatsächlich auch. Und wenn ihr kein Video verpassen wollt, dann klickt auch auf das kleine Glöckchen unten. Und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Bis bald!